Okay, wir sind jetzt auf dem Weg nach Trabzon. Es sind 650 Kilometer. Google sagt 9 Stunden. Wir werden wahrscheinlich 11 oder 12 brauchen. Teilen uns das auf 2-3 Tage auf. Also jetzt wird richtig abgetruckert und von Trabzon wird das an der Schwarzmeerküste. Wir sind jetzt gerade in Kappadokien und Franz wird in Trabzon nach Berlin fliegen für 3 Tage. Ich befinde mich gerade in Trabzon an der Schwarzmeerküste der Türkei. Ziemlich weit im Osten mittlerweile, also 200 Kilometer entfernt von der georgischen Grenze. Franzi hat heute Vanlife verlassen und ist für 3 Tage nach Berlin gefahren, um dort einen Vertrag zu unterzeichnen. Und ich werde in der Zwischenzeit mich darum kümmern, dass wir neue Polsterbezüge bekommen. Gestern haben Franzi und ich schon neue Bezüge, neuen Stoff ausgesucht. Den habe ich heute Morgen gekauft. Und jetzt habe ich die letzten 2 Stunden damit verbracht, bei verschiedenen Polsterern Verhandlungen zu führen über Preise. Und letztendlich werde ich jetzt gleich die Polster dahin bringen. Der Stoff liegt schon da und ich hoffe, dass ich am Sonntag dann neu bezogene Polster abholen kann. Und das kostet tatsächlich nur 100 türkische Lira, die Polster beziehen zu lassen, mit Reißverschlüssen einnähen. Und das sind so in der Größenordnung 12 Euro, 12,50 Euro. So, tatsächlich hat es jetzt nur 8 Stunden gedauert oder 6 Stunden gedauert mit den Polstern und jetzt gucke ich mal, ob ich sie abholen kann. Hier nochmal unsere alten Polster. Der Vorher-Nachher-Vergleich. Und welche Polster gefallen euch besser? So, wir sind irgendwie noch, ich glaube, keine Ahnung, ein paar Kilometer von der georgischen Grenze entfernt. Und wir werden jetzt mal ausprobieren oder wir werden einfach mal gucken, was passiert, wenn wir dahin fahren. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Wahrscheinlich werden wir nicht nach Georgien einreisen dürfen. Aber wir versuchen es einfach mal, weil die Informationen, die wir im Internet bekommen haben, waren nicht richtig eindeutig. So, mit dem Flugzeug darf man mittlerweile aus Deutschland einreisen, muss sich dann in 14-tägige Quarantäne begeben. Und zum Beispiel die Grenze zu Russland hat jetzt auch aufgemacht. Genau, aber wir finden halt auch einfach kein Datum, zu wann die Grenze hier in der Türkei aufmacht. Ja, wir haben auch mehrfach der georgischen Botschaft in Berlin geschrieben, hatten der auch Korrespondenz, aber so richtig klare Ansagen haben die auch nicht gemacht. Ja. Und heute ist der 2. August oder 3.? Der 4. Scheiße. Heute ist der 4. August. Cut! Nein. Heute Ist egal. Ist der 4. August und jetzt versuchen wir es einfach mal. Wir waren in der Nähe. Ja, wir waren in der 180 Kilometer entfernten Nähe. Genau, und jetzt sind wir mal schnell mit dem Dyno, rübergefahren oder rangefahren und das werden wir gleich rausfinden, ob wir reinkommen. Genau. So, das war ein kurzes Vergnügen. Wir sind also noch nicht mal 1 Meter über die Grenze gekommen. Wir wurden natürlich sofort abgefangen auf türkischer Seite noch. Und mit einem deutschen Pass kommt man einfach zurzeit nicht nach Georgien über den Landweg rein. Über den Luftweg kann man einreisen, aber über den Landweg ist es nicht möglich. Und es gibt auch keine Aussagen dazu, wann es eventuell in der Zukunft wieder möglich sein wird. Das weiß keiner. Wir haben heute Morgen versucht, den Motor zu starten. Der Anlasser hat dann genau gar kein Geräusch gemacht. Daraufhin haben wir die Batteriespannung von den beiden Batterien gemessen. Wir haben ja ein 24 Volt Startrelais, was 2 Batterien in Reihe schaltet und ein 24 Volt Anlasser, aber ein 12 Volt Sportnetz. Und leider hat eine von den Batterien nur noch 10,2 und die andere hatte 11,4.
Und die mit 10,2 Volt Spannung ist auch immer noch warm, obwohl es schon 2 Stunden her ist. Ich hatte vor ein paar Tagen aus Versehen mal den Motor angemacht, als noch ein Gang drin war und die Handbremse angezogen war. Daraufhin ist mir nämlich da eine Sicherung am Startrelais durchgebrannt, am 24 Volt Startrelais, eine 80 Ampere Sicherung. Und es könnte sein, dass dieser Schlag quasi der Batterie den Rest gegeben hat und die jetzt irgendwie nach ein paar Tagen gekommen ist. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt ist das Problem, wir brauchen 2 Batterien zum Starten. Eine, der traue ich gar nicht mehr, mit den 10,2 Volt, die warm ist, die fliegt jetzt erstmal raus. Deswegen müssen wir jetzt unsere in der Ecke hinten verbuddelte Wohnraumbatterie ausbauen, die sage und schreibe, keine Ahnung, 40 Kilo wiegt und super eingehaust ist. Und die werden wir dann hier hinstellen und dann mit Überbrückungskabeln an die Polklemmen hier gehen. Und vorne ist die Batterie aber auch völlig platt mit 11,2. Da werden wir dann mit einem Starthilfegerät, mit so einem normalen, ich weiß, das kennt man so Powerbank-mäßig für Autos, werden wir dann die Starthilfe auf die andere Batterie geben und dann hoffentlich zusammen reicht es, um die Batterien um den Motor zu starten. Eine Stunde später. Die Batterie ist draußen. 50 Kilo leichter am Heck. Und dafür sieht es bei uns im Bus jetzt so aus. Katastrophe. Das ist echt so krass, als wir die Batterie verbaut haben, haben wir gedacht, da müssen wir nicht ran. Und genauso schwierig ist sie halt auch wieder rauszubauen. Erzähl mal deinen Plan. Der Plan ist jetzt, die passt natürlich nicht rein in unseren Batteriekasten und deswegen müssen wir sie jetzt einfach hier mal rauflegen, damit wir haben auch kein Überbrückungskabel leider. Deswegen müssen wir jetzt das irgendwie so machen, dass die Batterie an die Polklemmen rankommt. Wir legen die jetzt hier mal einmal rauf, dann klemmen wir sie an die Polklemmen ran. Dann kommt vorne das Starterpaket ran an die ausgelutschte Batterie hier vorne. Und dann starten wir die Möhre. Wenn die Möhre gestartet ist, dann klemmen wir die Pole hier ab, isolieren die einfach nur ab und dann kommen die hier in den Kasten. Und dann nehmen wir die Batterie wieder raus. Können wir die große Batterie nicht dran lassen, weil man da nicht mehr sitzen kann? Da kann man nicht sitzen. Ey Mann, die wiegt 50 Kilo, wenn wir um die Kurve fahren und die fliegt weg und dann hast du hier offene Pole rumliegen. Das ist mir alles viel zu gefährlich. Okay. Die ist nämlich permanent warm seit 4 Stunden. Die hat einen Zellenschluss und heizt sich selber seitdem. Und die müssen wir loswerden und dann bauen wir dann auf jeden Fall hier vorne mal eine an und dann sind wir eine halbe Stunde gefahren. Dann haben wir die hier wenigstens auch schon mal so ein bisschen wieder aufgeladen. Dann gucken wir mal, ob die schon über 12 Volt angekommen ist oder anzeigt. Mhm. Und dann kriegen wir hoffentlich eine neue Batterie oder eine gebrauchte Batterie, was auch immer. Aber die hintere Batterie ist eigentlich die uralte, ne? Die ist uralt, ja, Ach, leider. die vordere? Die auch den Zellenschluss hat. Die ist Ah ja, uralt. okay. Aber wir wissen immer noch nicht, ob es jetzt irgendwie, woher durch der Zellenschluss kam. Also irgendwie, ob es jetzt, weil sie alt ist oder irgendwie, keine Ahnung, ich da mit dem Anlasser Okay, rumgespielt habe oder ob wir da irgendwie einen Verbraucher über Nacht an hatten. Aber wir werden es jetzt auch nicht rausfinden wollen, weil wir haben beides mit NATO-Knochen hier an der Seite abgeklemmt. Das heißt, ich kann mir jetzt einfach erstmal demnächst zur Regel machen, immer die NATO-Knochen abzuziehen, wenn wir stehen. Dann haben wir die Gefahr einfach nicht. Wollen wir es versuchen? Ja. Okay, ich starte, ja? Ja. Scheiße. Scheiße. Was hat gepiept? Das Ding. Das ist echt super schwach, ha? Das war extrem schwach, Alter. Müssen wir uns anziehen lassen, wenn das nicht geht. Ja, alles auf Null. Okay, ich mach nochmal, ja? Ja. Piept auch sofort. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, die ist zu tief entladen, die Batterie. Fuck. So, der zweite Tag. Gestern hat es ja leider nicht geklappt. Jetzt wollen wir versuchen, uns anziehen zu lassen. Dabei wollen wir nur eine Batterie eingebaut haben. Und jetzt ist es so, dass bei uns mit dem 24 Volt Startrelais die beiden Batterien, eine Batterie ist quasi direkt an der Lichtmaschine und an den Verbrauchern und die andere Batterie ist direkt mit dem Pluspol, mit dem Anlasser verbunden. Und über den Bypass fließt der Strom zurück zu den Verbrauchern. Und der Bypass hat aber nur eine 80 Ampere Sicherung an dem Umschaltrelais. Und wir haben aber modifiziert eine 100 Ampere Lichtmaschine. Und da die Batterie so stark ausgelutscht ist, muss ich jetzt nochmal die Batterie umstecken. Und zwar an den Pol, wo es nicht über den Bypass läuft. Also nicht der Pluspol, der zum Starter geht, sondern der Pluspol, der quasi direkt an den Verbrauchern ist und direkt an der Lichtmaschine. Warum? Weil es dann nämlich nicht
wenn ich den Motor anschmeiße und die Batterie ist so leer, das heißt, die wird am Anfang schlagartig ganz stark geladen. Und wenn da irgendwie Ausgleichsströme von über 80 Ampere fließen, dann würde die 80 Ampere Sicherung vom Umschaltrelais kommen, also durchbrennen, und dann würde die Batterie gar nicht geladen werden. Dann würden wir ohne Batterien fahren. Und deswegen muss ich jetzt nochmal den Pol umbauen. Also die eine Batterie quasi auf die andere Position stellen. So, wir haben uns jetzt gar nicht rausziehen lassen, sondern wir haben einfach das erste Auto, was irgendwie bei uns vorbeikam, angehalten, mit 2 türkischen, voll netten Männern drin, und wir haben den Düdo jetzt einfach zu dritt angeschoben, war problemlos, Motor läuft, und jetzt fahren wir eigentlich direkt in den nächsten Ort und versuchen, neue Batterien zu kaufen. Zum Glück war jetzt total nah von dem Ort, an dem wir quasi gestrandet waren, hier gleich so eine Straße, wo nur irgendwelche Automechaniker und Autoteile-Shops sind. Und anscheinend kriegen wir jetzt hier ganz easy 2 neue Autobatterien. Der Motor läuft, wir schalten ihn jetzt gerade mal lieber nicht aus und weiten es gerade mal rein. 550 kostet einer, das ist relativ günstig. Das ist günstiger als bei uns. 100 Ampere. Eine Autobatterie? Ja, das sind 68 Euro. So, jetzt kommen die alten Batterien weg. So, die Stunde der Wahrheit. Werden die Batterien den Motor starten. Und Action. Top, läuft wieder. So, das war jetzt ein ganz schönes Hin und Her, und diese ganze Batteriegeschichte hat uns jetzt echt ein paar Tage gekostet, aber egal. Da wir jetzt nicht weiter nach Georgien reisen können, haben wir uns jetzt entschieden, erstmal noch einen kleinen Abstecher in die Kashgar Mountains zu machen. Damit geht es bei uns nächste Woche weiter, und das war's für diese Woche auch schon wieder mit diesem Video.